Liebe Leute, willkommen zurück zu Siberia. Wir sind in Wagen zur Musikakademie gefahren. Auch mal schauen, ob es hier noch weitere Spuren gibt und Hinweise, die uns sagen, wo wir Dana vielleicht finden können. Hallo, ich würde gerne diese Notiz angucken, wenn ich darf. Wagen feiert 60 Jahre Befreiung zusammen mit Festakt zum Jubiläum der Musikakademie. Die Zeremonie, bei der sich Hunderte von Menschen auf die Straßen von Wagen versammelten, gipfelte in einem feierlichen Tribut für die Helden der Befreiung an der Musikakademie Wagen, gefolgt von einem ausgelassenen Ball im Freien auf dem Musikplatz, auf dem wir gerade waren. Die Befreiung verwandelte Ostertal und gab der Welt neue Hoffnung, sagte der Bürgermeister von Wagen in einer Ansprache vor der symbolträchtigen Musikakademie, wo er Veteranen und Widerstandsmitglieder ehrte, darunter Leni Renner, die wir ja am Silberspiegel besucht haben, Marc Thomas, Jules Macquart und Yvonne Leclerc. Die Musikakademie vor dem Krieg, eine altehrwürdige Lehranstalt, wurde zunächst zur Kommandantur der Braunen Schatten. Aha. Bevor sie nach Befreiung als Hauptquartier der Alliierten diente, nach Abzug der Alliierten und dank der finanziellen Hilfe des Marshallplans, der ganz wichtig war für den Wiederaufbau in Europa, konnte sie ihre ursprüngliche Rolle als Unterrichtsstätte für Musiker wieder aufnehmen. Der Rektor der Akademie beschloss den Festakt mit etwas ernsteren Worten. Der über 2 Jahrzehnte anhaltende Rückgang der Studierendenzahlen in Kombination mit den Kürzungen der Mittel durch den Stadtrat dank des festgesetzten Sparkurses der Stadt hat die Akademie in eine schwere finanzielle Krise gestürzt. Genau. Wo kürzt man zuerst? Bei der Bildung. Und bei der Kultur. Er warnte, dass die Schließung, und natürlich bei den Ärmsten der Armen, er warnte, dass die Schließung der Akademie unmittelbar bevorsteht. Wagens Festakt zu ihrer Befreiung war der letzte in einer Reihe von 60 Jahren Feiern in Ostertal, mit denen kritischer Momente gedacht wurde, die zur Kapitulation der Braunen Schatten und dem Ende des Zweiten Weltkriegs führten. Interessant. Hier haben wir einen Räumungsbescheid vom Stadtrat. 15. Oktober 2005, sehr geehrte Damen und Herren. Gemäß der Regelung des IRD 136.2 wird Ihnen hiermit die Aufforderung zugestellt, dass sich im Eigentum der Stadt Wagens befindliche, von Ihnen derzeit genutzte Grundstück bis zum 26. November 2005 zu räumen. Grund des Räumungsbescheids: Säumnis der Mietzahlung und Zahlungsrückstand nach Aufforderung gemäß IRD 136.4. Eine Mahnung wurde Ihnen am 15. September zugestellt. Sie haben es jedoch auch daraufhin versäumt, die für den Zeitraum vom 15. Juni 2005 bis zum 15. Oktober 2005 fällige Miete zu zahlen. Hier beklären wir Sie über Ihr Recht auf die Räumung durch Zahlung des vollen noch ausstehenden Betrags vor Ablauf der Kündigungsfrist am 15. Oktober abzuwenden. Ich versichere hiermit, eine beglaubigte Kopie dieses Schreibens am 15. Oktober um 10:15 Uhr an Herrn Maximilian Mahler übergeben zu haben. Unterschrieben von Herrn Wolfgang Schneider, Bürgermeister. All these letters. They look like letters of formal notice. They probably haven't been paying the bills for some time. Tja, dann schauen wir mal, was es hier noch zu finden gibt. Schauen wir mal, was es hier noch zu finden gibt. So that's the famous Vaughan Music Academy? It's not what I was expecting. Nee, nicht so richtig. Es gibt ein Telefon. Also es scheint tatsächlich noch irgendwie Leute zu sein. Mal lesen. It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Nur für Notfälle. Dies ist kein öffentliches Telefon. Rektor Maximilian Mahler. Ja, ist ja ein Notfall, ne?
Äh, die Nummer rufe ich jetzt an. Stand die da drauf? Nee, ne? Kann man das umdrehen? Nee. Erstmal pingen. Guten Tag. What now? If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Ist er der Rektor? Warte mal, der hat das Barett auf. Sind Sie verrückt? Sie haben mich erschreckt. Oh, sorry. You startled me. So, now what do you want, council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry, It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector and the only employee of this academy. My name is Maximilian Mahler, and it falls upon me to manage everything on the premises. The maintenance, the archiving, and the lot before we close next month. So, if you don't mind... I'm very sorry to hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. But Das ist eine Herausforderung, alas, oder? I can't, can I? Unless, Unless what? well, you know. Erpressung. All right, then. So if I get the mechanical orchestra going, you'll get me that file, right? Oh, of course, Fraulein. Of course. Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Rose. Dana Rose. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh, and here it is. Ein ganzer Here Karton you will voll. find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectoress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Droz you spoke of. Dana Rose. Quite. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Wagen, which you must play on the piano on the square in order to activate the Orchestra of Automatons. Once you have fixed the mechanisms, of course. All right then, here you go. What are you waiting for? Okay, also wir müssen in den Turm, wir müssen auf den Platz Dinge in Ordnung bringen und wir müssen die Noten hier rausholen. This sheet music corresponds to the piano part for the Hymn of Wagen.
someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. Was ist das? I wonder what it's supposed to represent. Hat das irgendwas mit den Mechaniken oder so zu tun? Schauen wir uns später nochmal an. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Music Academy Inspection Report, October 12, 1937. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off color, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Junta. Is everything all right? You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? Das geht sie, glaube ich, nichts an. Thank you for asking, Frau Beckmann, but I'm just a little tired, that's all. And who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Neue Notiz im Tagebuch. Was steht denn da? 5. September 37. Ich kann nur sagen, dass sich seit jenem denkwürdigen Abend auf der Hütte, als ich Leon kennenlernte, sich so viel verändert hat. Der Sommer an seiner Seite verflog wie ein Traum, ein liebliches Zwischenspiel. 6. September. Ich habe mich endlich von Leon verabschiedet. So eine schmerzvolle Trennung kann nicht mehr schreiben. Verdammt sollen die braunen Schatten und Frank Höss sein, dass sie uns das Herz brechen, nur um ihre Rache zu bekommen. Worauf bezieht sich das jetzt genau? Nicht ganz klar. 14. September 37. Gestern Abend war ich bei Junta. Das ist die Filmemacherin und Leons Freundin, die ich letztes Jahr auf der Hütte getroffen habe. Okay, ist danach, ja, das Jahr danach, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, warum so eine bekannte, freigeistige Person sich mit einem 18-jährigen Mädchen wie mir abgeben sollte. Wahrscheinlich hat sie nur Leon versprochen, auf mich aufzupassen. Auch wenn sie es ernst zu meinen scheint. Vielleicht werden wir auch einfach Freundinnen. Aber das ist nicht alles. Junta hat mir einen Brief gegeben von Leon, die Expedition zum Ursprung,
mit der er unterwegs ist in Kanta, der Hauptstadt von Baltajar, angekommen. Solange er dort ist, können wir uns schreiben. Leon schickt seine Briefe an Junta, die sie direkt an mich weiterleitet, um, sagen wir, unangenehme Fragen von meinen Eltern zu vermeiden, die vielleicht wissen wollen, woher und vor allem von wem die Briefe stammen. 21. September. Ich bin so aufgeregt, habe heute wieder Junta getroffen. Sie hat mir wieder einen Brief von Leon gegeben. Offenbar hat Herr Berger, der Expeditionsleiter, ist der Expeditionsleiter wirklich scheußlich zu ihm. Obwohl Berger genau weiß, dass Leon dazu gezwungen wurde, die Expedition zu begleiten. Aber es klingt, als wären... das mit der Rache bezieht sich, glaube ich, auf diesen Moment da in dem Gasthaus, oder? Beim Klavierspielen, kann das sein? Aber es klingt, als wären Kanta und Baltajar wirklich wundervoll. Ich würde zu gern mit ihm dorthin reisen und dieses Traumland kennenlernen. Weihnachten scheint so weit weg. Ja, Weihnachten werde ich wieder zurück sein. Ich kann es nicht abwarten, ihn wiederzusehen. So sehr, dass ich bereit bin, seinen dummen Spitznamen zu akzeptieren, den er mir gegeben hat. Zumindest nennt er mich in allen Briefen so. Dann schrieb Leon von der bevorstehenden Abreise der Ursprungsexpedition aus Kanta. Sie wollen auf ihrer Suche nach dem Yeti in Richtung der Wildnis des Hochplateaus von Baltajar weiter. Aber was am schlimmsten ist, er sagt, er kann mir nicht mehr schreiben, weil es bei den Schneemenschen keine Post gibt. Nicht witzig. Jedenfalls hoffe ich, dass alles glatt läuft. Wagen 14. Oktober 1937. Ich muss zugeben, ich mache mir etwas Sorgen, liebes Tagebuch. Es ist Wochen her, dass ich etwas von Leon gehört habe. Ich wusste ja, dass er nicht mehr schreiben kann, sobald sie zum Hochplateau aufbrechen, aber mir war nicht klar, dass sie so lange bleiben würden. Wofür sie wohl so lange brauchen. 21. Oktober, immer noch nichts von Leon. Meine Nervosität macht sich körperlich bemerkbar. Immer wieder habe ich schreckliche Albträume davon, wie Leon von wilden Schneekreaturen angegriffen wird. Heute Morgen war mir beim Aufwachen übel und ich habe dieses beklemmende Gefühl, als wäre mein Lungenleiden wieder da. Meinen Lehrern an der Akademie fällt schon auf, dass ich abgelenkt bin. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Junta kommt nach dem Unterricht an der Akademie vorbei, um mich zu besuchen. Mit etwas Glück hat sie gute Nachrichten. Naja. Frau Beckmann, wo sind Sie denn? Da. Come and see, Fräulein. Fräulein. Incredible. Isn't it just? You see these flags? Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an Academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Das wird uns helfen. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Wo die Schwäne rauskommen. Do you have any questions before you go? Das mechanische Orchester. Do you know who built the mechanical orchestra? My father told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Vorarlberg some years ago. From what I heard, he was visiting Wagen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire. So he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. Was hat es denn mit dieser Vera auf sich?
What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know that Vera Schönberg was Wagner's most famous musician at the beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto, right here on the square. It was also the night of the worst fire in Wagner's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did, as well as all the other musicians and the entire audience. They were surrounded by flames, trapped on this square. How dreadful. Dreadful indeed. But according to the legend, Vera Schönberg kept playing Wagner's hymn until the very end. She understood they were all doomed to die, and her music brought them peace of mind during their last moments. This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea. Well, now you know all about the legend of Vera Schönberg. Was there something else, Fräulein Rose? When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fräulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Wagner played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance, and that's what triggers everything else. I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Fräulein. Der According to Schlüssel. Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next to the clock tower. Dank des Dokuments. Okay, wir können wieder hin und her springen. Sehr gut. Beckmann sprechen? Nein. So. Dann wollen wir doch hier mal sprechen. Hallo? You can tell, Frau Beckman, this automaton still works correctly, but it's so filthy that it won't last long. It's going to take me the whole day to give it a good clean if it's to get past winter. Das ist ja okay, aber was ich wissen muss, ist welchen Code du da eingestellt hast, um das zu öffnen. Kann mir nicht sagen. I can hardly believe I held my concert here just 6 months ago. 6 months. Seems like a lifetime. So much has happened. Meeting Leon for a start. It would be so good if he were here now. I love receiving his letters since he left to Baltea with the Origin expedition. The way he described Kantar, the capital, made it sound like a city from a dream. We've said so much on paper. And I love to read between the lines. But since the expedition left Kantar for the mountains, no news. I just hope he's okay. Was ist denn, wenn ich jetzt schon mal
Looks like the rector was right, Oscar. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit Dana described in the report. They would still need to be accessible to us today, Kate Walker. Glad to see you haven't lost any of your... Aha. Den Dialog wollte ich natürlich nicht abbrechen. Okay, also, wir gehen jetzt mal dahin. Quatsch. Was ist jetzt gerade auf der anderen Seite? Hier. Ja, wo kriege ich diese Nummern her? I don't think they mentioned this code in the report. Ich kann das nicht sehen. Oh, it had to fall to me. Der steht ja auf 000. Das hilft mir ja auch nicht weiter. Oh, warte mal, das ist ja hier wieder höchstgradig kompliziert. Also auf der Rückseite steht (6428). Uff. Und da drin CGDA. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Kann ich mit dem sprechen? So you're the one Frau Beckman sent, are you? Well, you can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism if you like. Ja, habe ich schon. Würde gerne mal sehen, ob ich noch die Räder von der anderen Seite hier sehen darf. Oder ob das zu einfach wäre. Ich glaube, das ist zu einfach. Okay, also das haben wir rausgefunden, mehr oder weniger. Aber was ist mit ihm hier? Komme ich nicht weiter. Sollen wir dann versuchen, warte mal, mit Kate das zu lösen. Aber nicht an dem, sondern an dem da drüben. Ja. Ob ich das hinkriege. Ja. Okay.
Jetzt da reingucken. Das war CGD. Ach, ich brauche noch die Position. Oh, aber das kann die Zeichnung sein, oder? In welchem Feld waren die? Kann ich das? Die Tabelle hätte ich gerne einmal. Werde ich nicht klug draus, ne? Dann kannst du bitte nochmal da reingucken. Ach du Schreck. Worüber verstelle ich das jetzt? Da bewegt sich gar nichts. Ah. Ah. Okay, ach, die drin sind noch beide. Okay, okay, ich verstehe. Also, das muss ein... Ist das dann hier die... Wo kommt die Höhenverstellung her? Aha. Okay. Also, das G muss da unten hin, wo der andere im Weg ist. Kann man den... Ach, das ist ja verflixt ist das ja. Ein Puzzle. Und das reicht da nicht hin. Ah, es hätte so einfach sein können. Ist es aber nicht. So, G bleibt da. Dann muss der wieder weg. Der muss auf C gestellt werden. Und 1, 2, 3 ist auf der richtigen Position. Dann D auf 2. D auf 2 und wo muss der andere hin? Okay. Dahin. Aha. Well played, Kate Walker. You seem to be on the right track to successfully completing the service the Rector asked of you. Thanks, Oscar. But I still have to find the other mechanisms. Wenn das alles auf Given Null the stand, condition heißt of das... that door, it should give way if I force it a bit. Impossible, Kate Walker. Such an act is illegal. Let's just hope that no police come by here. Hauruck! Ah, okay, es geht einfach 0-0 auf. Okay, dann müsste ich einmal zurückspringen. Hier raus.
dem Kollegen. Ja, aber da kann ich auch nicht reingucken bei ihm hier, ne? Sehe die Einstellungen nicht. Oh, it had to fall to me. Kann ich den irgendwie weglocken? Ich würde da gerne mal reingucken. Hallo? Oder muss das identisch sein? Looks like a part is missing. Auch das noch. Ja, dann kommen wir wohl später hierhin zurück. Und gehen erstmal in den Turm. I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. I'll have to find a way to move it. Da ist noch einer. Ich muss einen Weg finden, ihn zu bewegen. Jo. Einsteigen, wa? Hallo, Mister. Kannst du mal dein Auto wegfahren? Puh. Baufirma. Ist denn hier irgendwo ein Baumensch? Ich hänge fest. Da. Nee, der repariert nur sein Fahrrad. That brand was everywhere in New York when I left. And now they've even got branches here. Hallo, können Sie Ihren LKW mal wegstellen? Für überragende Leistung. Mitarbeiter des Monats. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. What can I do for you? Do you know anything about the Vaughan Music Academy? It's the large building across the square there. Used to be quite renowned worldwide, actually. But not anymore? Well, from what I gather, hardly anyone studies there nowadays. I wouldn't be surprised if it were closed. Well, what happened? Budget cuts from the town council, I guess. The academy can't be very lucrative. I see. How come the square is so well known? Because of the mechanical orchestra there. It used to be quite the attraction. Every year, the Academy's best student would play along with it, as did renowned musicians from around the world. Oh, that sounds intriguing. Is it scheduled to play today? I'm afraid not. Several years back, the town council discussed computerizing it. But the plan never went through, and no one has ever heard its music since. There are a lot of tourists on the square. Indeed. It attracts thousands of customers every year. A veritable boon for us retail shops. And for the people of the town, too? I wouldn't know about that. I live on the outskirts, as do most of the people. What with the rents being as high as they are here, you know? Thank you. I should go now. Auf Wiedersehen, Fräulein. Come back again.
Aber hier saß noch jemand, oder? Da gehört dem aber nicht der LKW, schade. An automaton musician. Looks exactly like Hans's style. Like at Borgstadt. Okay, der ist ja wahrscheinlich dann in dem Turm drin, ne? Na gut. Aber mit dem Blick auf die Uhr, liebe Leute, werde ich die Folge an dieser Stelle erstmal wieder beenden. Bevor es hier weitergeht mit den Rätseln, die wir noch lösen müssen. Nicht nur die mechanischen, sondern auch die historischen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.